Jede Zeit hat Menschen, die sie prägen. Und Zeitaufnahmen handelt von einigen von ihnen. Die Porträts im Buch stammen zum einen aus Auftragsarbeiten für die Wochenzeitung Die Zeit, aber viele Porträts sind auch speziell für das Buch fotografiert. So ein Porträttermin entwickelt sich oft, wie eine Fahrt auf einer unbekannten Landstraße. Man muss wachsam sein und man muss auf sein Gegenüber reagieren. Man muss mal im richtigen Moment mal hoch und mal runterschalten. Wichtig ist es, einen Plan zu haben, aber noch viel wichtiger ist es eigentlich manchmal nicht daran festzuhalten. Ein gutes Beispiel ist mein Besuch bei Gerhard Richter im Atelier in Köln. Da hatte ich den gesamten Bus voller Studio-Equipment. Und als ich dann bei ihm ankam und diese tollen Räumlichkeiten sah, mit dem Licht von oben, habe ich mir gedacht, ich kann kein extra Licht einsetzen, das macht die gesamte Stimmung kaputt. Genauso mein Lieblingsbild von ihm ist im Garten entstanden, auch ganz natürlich nur mit Tageslicht. Eine besondere Rolle im Buch haben Günter Grass und Helmut Schmidt. Bei Günter Grass war es unter anderem eine Serie für das Zeitmagazin, Ich habe einen Traum, oder auch eine Reihe von Atelierbesuchen. Ein anderer Anlass war eine Titelgeschichte, da ging es um ein Treffen mit Martin Weiser. Und natürlich auch der Literaturnobelpreis war auch ein großes Thema. Und ich muss sagen, ich bin immer sehr gern nach Behlendorf zu ihm gefahren. Der Grund eigentlich war, er hat mich immer machen lassen. Er hat mir freien Raum gegeben. Und ich kannte dann irgendwann auch dieses Atelierhaus. Ich wusste die Lichtverhältnisse, ich wusste, wo die Steckdosen sind. Ich wusste, wenn der Hund reinkam, dass er mich nicht beißt. Das sind lauter so Sachen, die das natürlich angenehm machen. Und wo man weiß, mir kommt irgendwo hin und mir ist irgendwo willkommen und kann seinen Job machen. Im Buch gibt es auch 3 Serien zu Jugendlichen, Kurz Kinder, Millennials und Fridays for Future. Die ersten beiden Serien habe ich für die Zeit fotografiert und Fridays for Future habe ich dann speziell fürs Buch konzipiert. Kurz Kinder ist am Ende der Ära Kohl fotografiert, ganz in Schwarz-Weiß und alle Personen in Interaktion mit dem jeweiligen Umfeld. Es ist eine Generation, die nur eine unionsgeführte Regierung kannte und nie einen Wechsel auch in der Demokratie erlebt hat. Ich hätte es im Prinzip auch letztes Jahr fotografieren können und hätte es Merkels Kinder nennen können. Einige Jahre später entstand die Serie Millennials, genauer genommen im Jahr 2004. Die zugrunde liegende Idee war, eine Abschlussklasse von einer weiterführenden Schule zu porträtieren. Und es war relativ schnell klar, es müssen auch wieder Einzelporträts sein, aber diesmal eher in der Studiosituation, weil wir haben ja die auch in dem Klassenraum fotografiert. Ich habe dann im Vorfeld verschiedene Lichttests gemacht und habe dann Filmlicht genommen, genauer genommen Kinoflows, das sind so parallel geschaltete Leuchtstoffröhren und mit denen konnte ich so eine Art Lichttunnel bauen, in dem ich die Jugendlichen quasi neutralisieren konnte. Und dieses Licht hat absolut perfekt zu dieser Idee gepasst, so eine Art Bestandsaufnahme von ihnen zu schaffen, am Ende ihrer Schulzeit, bevor es jetzt losgeht in ihre ganz eigene Zukunft. 10 Jahre später habe ich dann Fridays for Future fotografiert. Das ist wieder eine Generation, die wieder politische Ziele verfolgt. Sie sieht die Bewältigung der Klimakrise als Hauptaufgabe des 21. Jahrhunderts und fordert von der Politik, ihren Aufgaben gerecht zu werden. Die Serie zeigt Schlüsselfiguren von den Fridays for Futures in Deutschland und ich wollte sie auf der Straße fotografieren, weil von daher stammt auch ihr Protest. Es gibt natürlich viele Menschen, die eine große Leidenschaft haben für das, was sie tun. Und wenn man so will, ist das so auch der rote Faden, der sich durch Zeitaufnahmen zieht.